an einer kalten Kriegsnacht und riefen Merry Christmas! Auf Englisch natürlich. Die Briten empfingen sie und beide Seiten tauschten Zigaretten und Alkohol natürlich. Diese Sendung ist gesponsert von gar keinem. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu eurer Lieblingssendung Geek. Alles ist rot, draußen ist es weiß und kalt. Drinnen ist es warm und kuschelig. Und das nicht wegen der Heizung, man spürt die Familienwärme. Die Schinke unter dem Baum, als ihr sehen könnt. Die Männer nehmen 20 Kilogramm zu und die Frauen 20 Gramm ab. Weihnachtsgeldbonus unter den Gästen, zumindest unter meinen Gästen. So lässt es sich schlafen. Die Kinder freuen sich morgens früh aufzustehen, um endlich die Geschenke auszupacken. Die Geschenke von Santa. Wow, wait. Diese Folge ist altersbeschränkt, um genauer zu sein, ab 7 Jahre alt. Damit ich bloß keine Hassbriefe bekomme. An einer kalten Kriegsnacht des 24. Dezember 1914, etwa 5 Monate nach dem Kriegsbeginn, während britische und deutsche Soldaten in den Schutzgräben Frankreichs waren, fingen einige Soldaten plötzlich an Heiligen Abend Weihnachtslieder zu singen. Und der andere Seite verwiderte. Am nächsten Morgen marschierten deutsche Soldaten über das Schlachtfeld und riefen Merry Christmas! Auf Englisch natürlich. Die Briten empfingen sie und beide Seiten tauschten Zigaretten und Alkohol natürlich. Einige kamen sogar zu einem Freundschaftsfußballspiel zusammen. 4 Jahre später kam der Krieg zum Ende. Warum und wie der Krieg trotzdem weitergeführt wurde, erfährt ihr in einer weiteren Folge. Anscheinend glaubten die Soldaten an Santa, so wie auch Kinder an ihn glauben. Dazu gab es einen Artikel in der Spiegel vom 24. Dezember 2018. Bei einer Umfrage eines kanadischen Arztes wurden 45 Krankenhauskinder befragt. In der Altersgruppe von 4 bis 7 Jahren zeigten sich schon die ersten Zweifel an den Weihnachtsmann. 80% der befragten Kinder glaubten noch an den dicken Mann mit dem weißen Bart. Aber bei Kindern unter 4 Jahren waren es sogar zu 100%. Warum Kinder so fest an den Weihnachtsmann glauben, liegt nicht etwa an den Eltern. Ab etwa 3 Jahren beginnt bei den Kindern sogenannte die magische Phase. In dieser Phase steht das Kind im Zentrum seines eigenen Handelns. Es kann Fiktion von der Realität nicht unterscheiden. Was er selbst nicht versteht, erklärt er sich mit magischer Logik. Wenn es regnet, weinen die Wolken, weil sie traurig sind. Der Ball liegt unter dem Bett, weil er schlafen will. Probiert es mal aus. Glaubt mir, das klappt. Auf der anderen Seite erzählt ein Artikel vom 4. Dezember 2016 von Markus Brauer, dass Kinder im frühen Alter die Wahrheit über den Weihnachtsmann erfahren sollten. Anscheinend würden all die Lügen über Santa Claus den Nachwuchs traumatisierten und Psychologen sogar weinen in einer Studie, dass so durch das Vertrauensverhältnis zu den Eltern belastet werde. Es wurde sogar versucht, ein Lügenverbot durchzusetzen. Ja, richtig gehört. Lügenverbot. Der britische Psychologe und Professor an der englischen Universität und seine Kollegen, auch Psychologen, Kathy McKay, waren diesbezüglich sehr rücksichtslos. Ihre These sagte, wenn Eltern erst gar nicht mit dem Santa Claus Fantasien angefangen haben, sei die Enttäuschung über die Schwindel bei den Kindern später nicht so groß. Ihre Studie heißt A Wonderful Lie, ist sogar in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet Psychiatry veröffentlicht. Die beiden angelsächsischen, vorchristlichen Experten warnen, belügt eure Kinder nicht mehr. Das Vertrauen zwischen den Eltern und den Kindern würde dadurch untergraben werden. Wenn das Kind in dem Alter kommt, in dem es anfängt, Fragen zu stellen, müsste ihm die Wahrheit gesagt werden, was sogar die Beziehung stärken würde. Das ist aber eine Studie von vielen. Viele andere nicht nur besagen diese Studie, sondern beweisen sie auch das genaue Gegenteil. Wenn das Kind mit dem Glauben an Weihnachtsmann wächst das Kind sogar wesentlich friedlicher auf. Weihnachten ist bekanntlich die friedlichste Zeit der Welt. Über 2,4 Milliarden Christen auf der Welt machen Weihnachten zum meisten gefeierten Fest des Jahres. Da sollte doch fast auf der ganzen Welt Frieden herrschen, oder? Ist es aber tatsächlich die friedlichste Zeit? Weihnachten ist die gefährlichste Zeit des Jahres. Laut Samira Al-Osil, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen,
in ihrem Artikel in der Spiegel am 10. Dezember 2020, an den Feiertagen nimmt die Gewalt regelmäßig gegen die Frauen zu. Etwa jede 4. Frau ist Opfer einer Gewaltaktes. Corona-Krise dürfte das dieses Jahr noch verstärken. Und für die, die es nicht kennen, das ist das Gewaltzeichen. Ja, ich weiß alles. Das heißt, Männer brauchen eine Ablenkung. Meine Idee? Lenkt eure Männer mit Pfefferspray ab. Ihr werdet sehen. Er wird stundenlang mit seinen Augen spielen. Spaß beiseite. Die Polizeinummer hat 3 Ziffern. Wisst ihr, wie man auch noch ablenken kann? Guckt euch gemeinsam alle in dieser schönen Weihnachtszeit dieses Video an. Wartet auf die nächste Folge. Wirft einen Blick auf die Quellen in der Beschreibung. Und wenn ihr das hier auf YouTube guckt, abonniert den Kanal.